Hallo und willkommen bei Flugzeug Pixel Simulator. Dieses wunderschöne Düsenflugzeug hat unglaublich 3 Passagiere, obwohl es 200 haben könnte, bei sich. Und ist gerade aus der Stadt PfuscherBude gestartet. Und in dieser Stadt ist hier total die Hölle los, denn wir haben hier Haufen Schotter, viele neue Einwohner, Schiffe und alles, was das Herz begehrt. Und wir gucken doch einfach mal, dass wir hier ein paar Einwohner reinbekommen in die Stadt. Welches jetzt das hier? Die Systeme laufen alle soweit konstant und gut. Also wir haben hier kein, also genug Strom, wir haben genug Wasser, Müllversorgung läuft, Schule läuft, alles Ski. Und hier stehen Gebäude leer. Was? Hier hinten steht einer leer. Der kann natürlich gleich mal abdanken. Und hier geht's eigentlich hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch. Bis auf das hier. Jetzt kann direkt wieder nach Hause gehen. Bling, 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 macht's überall. Sehr schön. Das Schönste ist überhaupt immer noch hier diese Windanlage für diesen kleinen Spielplatz hier als Stromversorgung. Das ist mega Premium, möchte ich mal anmerken. Hier haben wir auch Wohngebiet. Wohngebiet, aber das will so richtig keiner besiedeln hier in der Ecke. Da machen wir das mal nebenbei. Zu so einem Wohngebiet. So, jetzt werden natürlich Stück für Stück Arbeitsplätze gesucht. Das heißt, wir sollten Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und nicht nur Büros. Nehme ich an, weil es gibt ja auch Leute, die nicht im Büro arbeiten wollen. Aber wenn die Leute arbeiten wollen in der Fabrik, dann sollen sie hier gehen. Würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. So. Wir bauen hier mal eine Curve. Und theoretisch könnten wir das auch als Übergangslösung, da die Straße noch nicht groß befahren wird, als 6-spurige Straße machen in alle Richtungen. Und so können die Jungs und Mädels theoretisch hier auf die Autobahn fahren. Mal gucken, ob das jemand nutzt. Wahrscheinlich eher nicht, aber das ist erstmal egal. Gut. Jetzt haben wir gleich 60.000, dann wird es gleich hier bling bling tralala geben. Jawohl, da ist es. Bling bling tralala. Wir können jetzt... Hey, herzlichen Glückwunsch. Ja, weiter geht's nicht. Wir können ein neues Gebiet kaufen, Monumente freischalten und den internationalen Flughafen bauen. Das ist doch wunderhübsch und prima. Sehr schön. Wir wollten trotzdem jetzt diese Hütte hier abreißen. Und das hier... das ist eindeutig zu viel des Guten. Machen wir das mal so.
hier machen wir mal einen ganz kleinen Fleck. Industry. Mal gucken. Ja, mal gucken. So, jetzt dürfen wir ein neues Gebiet kaufen. Ich weiß nicht, inwiefern wir hier das beeinflussen können. Wir wollen ja hier diese Straße nutzbar machen. Ne? Also rein von der Optik wäre das am schönsten. Aber wenn wir die Straße nutzbar machen wollen, können wir vielleicht hin, wenn wir hier zu irgendwie... Also ich würde es schon gern versuchen, hier nutzbar zu machen. Deswegen kaufe ich einfach mal diesen Abschnitt. Wir schalten nichts Neues frei. Jetzt ist irgendwie, das Spiel hat keinen Sinn mehr. Ja, wir hören jetzt einfach mal auf. Gut, okay, ja und... Nee, Quatsch. So, jetzt schaufeln wir mal etwas Erde. Auf. Nicht genügend Erde. Was? Aha. Also was müssen wir irgendwo Erde abtragen, oder was? Zum Beispiel so und dann hier wieder... Ah ja. Ist klar, ne? Ist klar. So, jetzt trocknet das hier hinten ein bisschen aus. Also wenn das hier alles dann komplett irgendwie vertrocknet wird und die Straße nutzbar wird, wäre das genial. Gut, da wir jetzt soweit alles freigeschalten haben und was hier so machbar ist, das Ziel für die nächsten Folgen. Ups, das sind erst einmal 100.000 Einwohner. Und wenn wir das erreicht haben, ist eigentlich so das große ja, sagen wir, Aufbauziel erreicht. Und dann werden wir damit beginnen, ein paar Erfolge abzuarbeiten. Und zwar werde ich mir dann mal die Erfolgsliste angucken, die es hier bei Steam gibt. Und dann mal irgendwie mehr oder weniger gut planen, dass wir das Ganze vernünftig über die Bühne bekommen, also so, dass wir möglichst viele Erfolge erreichen, ohne zu viele Spielstände, sagen wir mal, abzuspeichern. Also dass ich jetzt hier den Erfolg, keine Ahnung, 40% Kriminalität über so und so viele Jahre, ist es sicherlich sinnvoller später zu machen, als den Erfolg 95% Zufriedenheit bei den Bürgern insgesamt. Ja, also das gucke ich mir dann mal an, wenn es soweit ist, das genauer zu planen. Aber so weit sind wir noch nicht. Gucken wir uns erstmal den Flughafen an. Mal sehen, was das für ein Riesen... Ach du Scheiße. Das ist ja mega groß. Krass. Sind das jetzt hier die... Das sind die Rollfelder, oder? Wo Gefälle zu steil. Was denn hier ist überall Gefälle zu steil? Sag mal. Wir haben doch hier nirgendwo Gefälle. Willst du mich verarschen oder was? Gefälle. Ja, kann man hier irgendwo Topografie hier. Gut, hier fällt es schon ab, okay. Aber hier, das könnte man runternehmen, theoretisch. Und dann jetzt hier eine schöne... Das ist eigentlich eine schöne Ansicht. Muss ich jetzt mal so sagen. Hübsch. Ja, solange hier Arbeitsplätze brauchen wir Arbeitsplätze. Aber die können doch hier arbeiten gehen. Ich weiß gar nicht, was sie für ein Problem haben. Die Heinis.
Warum platziert der Idiot jetzt hier Industrie mitten in die Stadt? Hä? Das wollt ihr wissen. Ist mir schon klar. Ich sag's euch nicht. Oh, es gewittert. Wir bauen das in die Stadt, weil wir jetzt hier natürlich so ein ganz komplex zusammenhängendes Gebilde entwerfen wollen, was dann hier irgendwann kommt. Aber erstmal gucken wir. Ja, Monumente können wir noch nicht bauen. Ist ja klar, weil wir hier noch nicht alles frei haben. Aber wir können doch zum Beispiel jetzt nebenbei mal den Transporttower errichten. Der passt doch wunderbar in die Ortschaft hier rein. Das haben wir. Was fehlt das hier? Ein Opernhaus. Ein Opernhaus nimmt Platz weg ohne Ende. Und macht wahrscheinlich Haufen Lärm. Und deswegen kommt es dahin. So, jetzt haben wir hier kein Stromproblem, denn die Verbindung existiert bereits. Hier. Das ist gut und das ist ja auch alles verbunden. Da können wir das noch wegreißen. Und hier unten ist tatsächlich eine Verbindung entstanden, sodass das Windrad auch fort kann. Da freuen die sich alle, habe ich mir gedacht. So. Gut. Was ist das noch hier? Turm der Hohenzinsen. Kommt eigentlich ins Bankenviertel oder ins Arbeitsviertel. Uiuiui, das ist schon ein ordentlicher Klopper. Ach, ist hier überhaupt? Scheiße, das ist mit ins Gewerbegebiet, ich Trottel. Besucher und Touristen, na gut, das passt ja. So halbwegs. Die Systeme laufen immer noch, der Bevölkerungszuwachs sinkt etwas. Wir gucken hier nochmal kurz rein. Freizeitspezialisierung, Touristenspezialisierung und einen internationalen Flughafen. Hier brauchen wir Industriegebiet mit 10.000 Quadraten. Als erstes werden wir da mal, weil wir hier keinen Flughafen gebaut haben, werden wir das Ganze etwas anpassen. Und dann suchen wir uns hier eine Verbindung. Und machen das Ganze hier mal zur Bürofläche, weil das werden ja auf jeden Fall erstmal Arbeitsplätze. Und dann könnten wir erstmal gucken. So, dass das hier mit eingeschlossen wird. Genau, jetzt haben wir Arbeitsplätze geschaffen. Hier staut sich. Warum staut sich das hier? Achso, das war dieser Fake-Stau. Ja, okay. Wie sieht es denn mit der Zufriedenheit aus? Gewerbegebiete sind nicht ganz so zufrieden. Wohngebiete auch nicht. Industrie. Na gut, also Wohngebiete 88 ist schon okay. Ihr braucht hier Arbeiter. Und warum kriegt ihr keine Arbeiter? Die können doch alle problemlos dahin fahren. Busbahn, ne, ist ja jetzt eigentlich kein Problem, gell?
wenn ihr Beschäftigung braucht. Machen wir das mal so. Und wir brauchen Gewerbefläche, aber dort, wo wir Gewerbefläche haben, will keiner bauen. Oder? Ja, hier ist ja auch... So, jetzt steigt wieder die Gewerbefläche etwas. Falls ihr euch entsinnt, da gehen ein paar Straßen rein. Wo gehen die hin? In the Underground Dingens. So. Und jetzt bauen wir... so etwas. So soll es natürlich sein, etwas höher, das müssen wir hier nochmal richtig stellen. Das sieht witzig aus, ja, oder? Also hübsch, hübsch und so. Was ist das Konzept von dem Ganzen? Jetzt fahren die alle hier lang und kommen da wieder runter oder hier runter? Okay. Runter, rauf. So, okay. Hätten wir hier ein paar...
Dann machen wir hier noch eine Abfahrt und eine Auffahrt. Sehr schön. Das einzige, vor was es mir graut, das geht jetzt hauptsächlich über den Kreisverkehr und dann diese zwei. Also der Kreisverkehr wird mega belastet werden, vermutlich. So, jetzt haben wir Auffahrten, Abfahrten bis zum Umfallen. Beziehungsweise fahren wir hier nochmal ab und hier auf. So, jetzt haben wir hier ein paar Anschlüsse gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann werden wir jetzt ein paar Straßen setzen. Tut mir leid, wenn ich euch langweile, weil wir jetzt die ganze Zeit nur Straßen bauen und das schon in den letzten Folgen schon nur Straßen gebaut haben und überhaupt bauen wir nur Straßen und das ist alles sehr beschissen. Tut mir leid. Ist halt so. Tut mir überhaupt nicht leid. Ja. Wir sind hier im Zeitalter eines Wandels. Wir müssen hier ordentlich bauen. Ja? Wir haben Geld, Geld muss unter die Leute und deswegen müssen wir das ausgeben und bauen, dass wir hier ordentlich Zuwachs bekommen, dass die Stadt hier ein Prunkstück wird. Und ich habe es bisher auch immer geschafft, dass wir ein paar neue Ideen haben, was die Verkehrsführung angeht. Ich habe bisher jedes Viertel halt anders gemacht. Also hier haben wir keinen einzigen Kreisverkehr und das geht alles so irgendwie rüber und über. Wir haben es geschafft, also mit dem Kreisverkehr ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und hier haben wir das total Chaos, was Straßen angeht, aber haben das soweit im Griff, weil das Ganze unterirdisch verläuft und ziemlich lustig. Und jetzt machen wir hier das ganze Netz etwas anders, so ein bisschen adernartig, blutgefäßartig oder genau. Und wie die Wurzeln einer Pflanze verzweigt oder so. Und dann gucken wir mal, wie das System funktioniert. Und das ist doch eigentlich ganz spannend. Findet ihr nicht? Ich finde das schon. So, und jetzt haben wir etwas... Ja. Fangen wir doch mal hier in der kleinen Ecke an, da ist es vielleicht nicht ganz so schwer. Wir fahren hier abwärts.
Die Wattgefälle zu steil. Was haben wir eigentlich? Normale Straßen? Ja. Ungültige Form. Du bist auch so eine ungültige Form, du Clown. So, jetzt haben wir hier das Bild ausgelegt. Und wir wären aber nicht wir, wenn wir hier nicht die Straße ein bisschen durch die Gegend durchführen. So, das kann so bleiben. Wir können die Straße auch mal... Gut, gerade geht scheinbar nicht. Halbwegs gerade verlaufen. Und das wird hier ein schön, ganz schön großes Gebiet. So, hier lassen wir das erstmal kurz stehen, dass wir hier weiter vernetzen können. Genau. Können wir den einfach nicht gerade durchfeuern. Und dann hat sich die Sache oder so. Naja, geht doch. Ist zwar ein bisschen wellig, aber es geht. So, Freunde der Nachtschattengewächse. Haben wir die Ecke halbwegs. Ja, Gefälle zu steil ist, ja. War zu erwarten, dass das hier irgendwie im Nichts verläuft. Geil, hier können wir noch eine Straße langziehen. Oh, die geht doch hier unten durch. Ach, das ist doch Kacke, das ist doch... War doch ordentlich. Wo ist das hier gleich? Ach, der Homo. Entschuldigung, aber... Stell dich nicht so an, du blöder Hund.
Das ist eine Schweigefolge, wie ihr schon festgestellt habt. Hihihi. Wir sagen jetzt nicht mehr so viel, wir müssen nämlich hochkonzentriert hier an der Straße arbeiten. Sonst geht das Ganze nicht auf, wie wir das wollen. Und das wäre nicht so schön. Und so ist es fein. Jetzt könnte man hier noch... Nee, könnte man nicht. So, und dann machen wir noch so, haben wir diesen. Dann müssen wir im Prinzip hier noch eigentlich... Warum kommen wir nicht durch? Ist das zu flach oder was ist das hier das Problem? Zack, geht doch. Hier sind wir durch. Hier haben wir eine Verbindung. Da geht's außen lang. Gut. Na okay, lassen wir das erstmal so. Und ich denke, jetzt haben wir einiges geschafft. Ich würde mal hier die armen Menschen noch von ihrem Leid befreien. Und entsprechende Bedürfnissen etwas mehr Wohnsiedlung, Wohnsiedlung sage ich schon, hier Gewerbefläche anpflanzen. Und hier machen wir mal fix ein paar Büros draus. Das passt da besser. Okay, so jetzt haben wir hier schon mal ein paar größere Straßen gezogen. Sieht auf jeden Fall ganz witzig, aber wesentlich lockerer aus als hier unser Rechtecksystem überall. Und dann werden wir doch mal kurz noch einen Check machen. Wasser wird bald knapp. Aber da kümmern wir uns dann nächste Folge drum. Und deswegen sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da oder einen Kommentar oder beides. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein!